Eine gute haltende Sub 300 von Doxa aus den 60er Jahren zu finden, ist an sich schon schwierig genug. Handelt es sich dabei um eine Sub 300T Conquistador, wird die ganze Sache fast unmöglich. Die Uhr wurde 1968 offiziell in die Kollektion aufgenommen und verfügt wie die Seedweller über ein integriertes Heliumventil, ist also eine Antwort auf die Frage, wie mit dem Thema Sättigungstauchen umgegangen werden soll. Zeitgleich hat Doxa mit der Sub 300T Conquistador den Wechsel von der Sub 300 mit etwas flacherem Gehäuse und rundem Glas zu der etwas massiveren 300T mit planem Glas vollzogen und damit auch zeitgleich den Sub 200T Graph eingeführt. Zurück zur Conquistador. Der Name wurde bereits früher verwendet, und zwar für ein ultraflaches Modell, das wasserdicht war, und er wurde auch später noch in der Kollektion verwendet, aber für die Sub 300T Conquistador wurde er nur einmal verwendet, und zwar in 3 Zifferblattfarben, nämlich Silberfarben, Schwarz und Orange, unabhängig von der klassischen Kollektion, nicht mit dem Namen Professional Sea Rambler und Shark Hunter, sondern exklusiv mit dem Zusatz Conquistador. Die 42 mm große Uhr ist, wie bereits eingangs erwähnt, sehr selten, fast unmöglich zu finden. Ich habe in meiner Karriere bislang 3 vor die Linse gekriegt, respektive 2. Dazu kommt noch ein Prototyp. Einen davon konnte ich kürzlich filmen und damit wurde dieser Beitrag auch möglich. Insofern herzlichen Dank an die Zurverfügungstellung dieses Modells. Wer mehr über die Conquistador erfahren möchte und warum es zwar in der aktuellen Kollektion von Doxa immer noch Uhren mit Heliumventil gibt, aber nicht unter dem Namen Conquistador, im Beschrieb des Videos hat es einen Link mit weiteren Informationen rund um die Geschichte der Sub 300 und im Besonderen der Conquistador. Wer Fragen hat, kann wie immer gerne das Kommentarfeld benutzen. Ich freue mich über Feedback und über weitere Diskussionen zu alten und neuen Schätzen der Taucheruhren-Szene.